Für mich ist es einfach ganz klar die Mentalität der Mauritier. Die sind so freundlich, die heißen einen willkommen, man trifft jemanden, man wird wirklich, das passiert oft, einfach zu denen nach Hause eingeladen, man wird bekocht und verwöhnt. Es ist einfach diese Freundlichkeit, die mich immer wieder von Mauritius überzeugt. Außerdem ist es auch der Lifestyle, also hier jedes Wochenende wird einfach wie ein Urlaub zelebriert. Man ist auf dem Meer, auf dem Boot, man geht aus, man trifft Leute. Auch während der Woche wird das viel gemacht, aber Wochenenden sind einfach wie Urlaub. Ansonsten wird es auch, was die Regierung angeht, habe ich das Gefühl, dass es wirklich immer einfacher wird, in Mauritius zu leben, nach Mauritius zu ziehen oder hier zu investieren. Man merkt einfach, dass die Regierung möchte, dass Nicht-Mauritier oder Deutsche eben hierher kommen, auch um die Wirtschaft einfach anzukurbeln, und alle Vorgänge werden immer simpler und einfacher, und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ganz klar ist schon mal, hier gibt es keine Grundsteuer oder Kommunalsteuer, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Es gibt auch keine Erbsteuer in direkter Linie, das heißt, wenn jemand etwas erbt, muss er keine Steuer auf den Gewinn bezahlen. Auch beim Wiederverkauf, es gibt keine Kapitalertragssteuer, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, man kann, wenn man möchte, nach wenigen Jahren schon wieder verkaufen mit einem Riesengewinn und muss keine Steuern drauf bezahlen. Es gibt auch nur 15% Umsatzsteuer hier, das heißt auf Mieteinnahmen zum Beispiel 15%, und es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, das heißt, es muss nur hier versteuert werden. Und wenn das kein Steuerparadies ist, dann weiß ich auch nicht. Deutsche können hier in verschiedenen Projekten oder auch Schemes genannt, also Immobilien kaufen. Es gibt verschiedene Varianten. Wichtig dabei zu wissen ist einfach, dass man bei einem Betrag ab 375.000 US-Dollar auch die permanente Aufenthaltsgenehmigung auf Mauritius kriegt. Mauritius ist einfach wunderschön, egal wo man hingeht, und da ist auch für jeden was dabei. Ich würde sagen, der Norden und Westen sind ein bisschen mehr Stadtleben, es ist ein bisschen, ja, da ist mehr los. Es gibt auch vielleicht mehr Restaurants, mehr Nachtleben und so weiter. Das gibt es im Südosten nicht. Aber der Westen und der Norden, da ist in den letzten 10 Jahren einfach super viel passiert. Es hat sich super viel gemacht. Viele Projekte sind dort gebaut worden. Also es ist schon ein bisschen mehr bebaut, würde ich sagen. Verglichen zum Südosten, da würde ich einfach sagen, das ist das authentische Mauritius noch, wie man es einfach so kennt. Mehr Natur, also das wilde Mauritius. Wobei man hier auch sagen muss, mittlerweile wächst hier quasi auch das ein oder andere Projekt heran. Vorteil ist natürlich, dass im Südosten die Wertsteigerung in den nächsten 10, 15 Jahren viel größer sein wird als im Norden und Westen, wo einfach schon fast alles gebaut wurde. Ja, das ist wirklich eine Frage, die ich sehr oft gestellt kriege. Wir sind in Afrika, wie ist die medizinische Versorgung, wie ist die Infrastruktur? Also auch da muss ich sagen, hier gibt es mittlerweile so tolle Krankenhäuser mit richtig guter medizinischer Versorgung. Wir haben Patienten aus ganz Afrika, die eigentlich nach Mauritius kommen, weil wir einfach hier solche guten Krankenhäuser und Ärzte haben. Apotheken gibt es auch an jeder Ecke, also da ist wirklich auch gar kein Problem. Supermärkte, wir haben vom Tante-Emma-Laden bis zum riesen Einkaufszentrum alles, überall. Also man kriegt auch die ganzen internationalen Brands, kann man hier kaufen, gar kein Problem. Wir haben High-Speed-Internet, wir können auch Online-Shopping mittlerweile machen, also Gemüse, Früchte, Lebensmittel, Elektronik, alles Mögliche kann einfach bestellt werden, ist innerhalb von 1, 2 Tagen dann hier. Ja, also ich glaube, es fehlt uns nicht viel hier. Wir haben viele andere schöne Sachen. Was Schulen angeht, ist Mauritius auch wirklich sehr gut aufgestellt. Also wir haben internationale Schulen, ich glaube über 15 mittlerweile, englische Privatschulen, französische Privatschulen, und da sind die Kids wirklich richtig gut aufgehoben und auf das Leben gut vorbereitet.
Ja, ein kleines Fazit. Was kann ich sagen? Ich habe diesen Schritt selbst vor mittlerweile 9 Jahren gemacht. Mittlerweile lebe ich hier im Südosten sehr glücklich mit meinen 2 Kindern. Wir sind jetzt Mauritier. Wir fühlen uns hier wohl. Mauritius ist zu Hause geworden und es ist eigentlich lustig, dass ich jetzt sage, wenn es in Urlaub geht, dann meine ich Deutschland. Ja, ich habe es nie bereut und mittlerweile bin ich darauf spezialisiert, anderen zu helfen, die sich auch einfach diesen Traum erfüllen möchten und die gerne auf Mauritius investieren möchten, die gerne nach Mauritius auswandern möchten. Deswegen können Sie mich gerne kontaktieren bei Nesten in Point Destiny und ich helfe Ihnen weiter. Tschüss!